In diesem Video erfährst du unsere 5 Tipps für den erfolgreichen Zwischenfruchtanbau. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du an dieser Stelle dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, denn kürzlich haben wir auf YouTube die 6000 Abos überschritten. Das heißt, 6000 Menschen auf YouTube haben unseren Kanal abonniert. Das ist richtig viel, richtig cool. Genauso auf Instagram haben wir die 4000 Abos überschritten. Auch das ist toll, auch das ist super. Vielen, vielen, vielen Dank und weitermachen. Wenn es dir gefällt, teile es mit deinen Freunden, teile es mit anderen Landwirten, Kollegen. Das hilft uns weiter. Also, unsere 5 Tipps. Tipp Nummer 1, die Aussaat so früh wie möglich nach der Ernte. Dieser Tipp kommt immer wieder, kommt von verschiedensten Seiten und der ist aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Was machen wir mit einer Zwischenfrucht? Mit einer Zwischenfrucht versuchen wir, organische Masse zu bauen, zu bilden mit Pflanzen unter der Erde, über der Erde, Bodenleben zu fördern, Bodenleben zu füttern. Und in unseren Breiten, also in Österreich und in Deutschland, haben wir ganz einfach am meisten Sonnenenergie zur Verfügung in den Sommermonaten. Das heißt, wenn wir diese Zeit nutzen, um Pflanzen am Acker wachsen zu lassen, nutzen wir optimal die Sonnenenergie. Jeder, der eine Photovoltaikanlage zu Hause hat, weiß, dass im Juli und im August die meiste Energie produziert wird und Pflanzen sind ja nichts anderes wie eine Photovoltaikanlage oder umgekehrt eine Photovoltaikanlage ist nichts anderes wie Pflanzen. Deshalb ist diese frühe Aussaat so wichtig. Zweiter Punkt, warum diese frühe Aussaat so wichtig ist, dass ich natürlich dadurch schneller Entwicklung habe. Gerade die Warm-Season-Pflanzen können schneller zumachen, unterdrücken dadurch auch schneller das Ausfallgetreide, unterdrücken dadurch auch schneller das Unkraut. Klar ist in der Landschaft nichts ohne Nachteile. Es gibt natürlich auch gewisse Nachteile, die bei dieser frühen Aussaat auftreten können. Das ist zum Beispiel ganz klar, je früher die Aussaat ist, also besonders aufgrund der Tageslängen auch noch, desto schneller kommen Pflanzen in die generative Phase, in die Blüte und es kann zum Aussamen kommen. Das ist meistens eigentlich kein Problem, lässt sich managen, vor allem wenn man es weiß, aber das ist zu bedenken. Natürlich ist es auch so, dass wir grundsätzlich in der Zwischenfrucht so lange wie möglich die Blüte hinauszögern wollen, weil das auch aus bodenbiologischer Sicht sinnvoller ist, weil dann länger die Wurzelausscheidungen aktiv sind. Aber es ist, wie gesagt, in der Landschaft oft ein Kompromiss und auch ein Nachteil an einer sehr, sehr frühen Aussaat ist, dass wenn in Mischungen winterharte Arten, Pflanzenarten dabei sind, dass die auch unterdrückt werden. Die sind dann nichts anderes wie das Ausfallgetreide. Die werden dann von den wärmeliebenden Pflanzen unterdrückt. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Aber aus meiner Sicht sprechen die Vorteile sehr, sehr dafür, dabei zu bleiben, die Aussaat so früh wie möglich zu machen und sind einfach wiegen schwerer wie die Nachteile. Deshalb Tipp Nummer 1, Aussaat so früh wie möglich. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wir von Farm to Farm beschäftigen uns sehr intensiv mit Zwischenfrüchten, auch deshalb, weil wir selbst Zwischenfruchtmischungen entwickeln, produzieren und an Landwirte verkaufen. Wenn du da Interesse daran hast, unser Fokus sind hochdiverse Zwischenfruchtmischungen, schau einfach auf unsere Website. Jetzt geht es auch schon wieder weiter mit unserem Video. Tipp Nummer 2 ist die Aussaat mit einer Sätechnik, wie sie auch bei Hauptkulturen verwendet wird. Das ist ganz einfach deshalb, wenn ich in meinen Bodenfruchtbarkeit investiere, das mache ich mit einer Zwischenfrucht. Und wenn ich dann eine qualitativ hochwertige Zwischenfruchtmischung nehme, aus verschiedenen Pflanzenarten in einer hohen Qualität, dann ist es an der falschen Seite gespart aus meiner Sicht, wenn man bei der Sätechnik spart. Eine Möglichkeit ist natürlich, um auch den frühen Zeitpunkt zu kombinieren, eine Drohnenaussaat. Also das wäre jetzt keine klassische Aussätechnik, wie man sie hat bei einer Hauptkultur. Das funktioniert gut, soweit ich das mitbekomme und Erfahrungen von Landwirten bekomme. Das funktioniert dann gut, wenn ausreichend Niederschlag ist. Das heißt, in trockenen Regionen ist das ein Verfahren, das nicht so sicher ist. Da ist die klassische Sätechnik wesentlich sicherer. In Regionen, wo es wesentlich mehr regnet, ist das ein Verfahren, das durchaus seine Berechtigung haben kann. Tipp Nummer 3, eine artenreiche Mischung auszusehen. Dass eine artenreiche Mischung Vorteile hat, pflanzenbaulich, ökologisch, wirtschaftlich und so weiter, das habe ich in vielen Videos schon versucht zu erklären. Was mache ich jetzt hier nicht? Hier geht es mir eigentlich nur um die Aussaat, um einen ganz, ganz praktischen Grund von artenreichen Mischungen. Die Aussaatbedingungen bei der Zwischenfrucht sind im Sommer oft widrig, oft schwierig. Schwierige Bedingungen mit den Temperaturen, Trockenheit oder zu nass. Und wenn ich artenreiche Mischungen habe, dann habe ich eine gewisse Absicherung im Anbau, dass mir bestimmte Arten der Zwischenfrucht mit den Bedingungen besser umgehen können und bestimmte weniger. Das heißt, je mehr Arten ich in der Zwischenfruchtmischung habe, desto abgesicherter bin ich, desto mehr Risiko streue ich und deshalb ist das der Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4, weniger Bodenbearbeitung ist mehr. Das spielt ein bisschen da hinein, je früher die Aussaat, desto besser. Das Thema Bodenbearbeitung im Sommer nach
Getreide oder nach Raps oder die Stoppelbearbeitung, die ist ja grundsätzlich ein historisches Instrument, ein Werkzeug, das ja seine Berechtigung hatte. Worum ist es gegangen? Es ist darum gegangen, Ausfallgetreide zu bekämpfen. Es ist darum gegangen, Unkräuter zu bekämpfen. Damit das aber sinnvoll ist, brauche ich eigentlich einen relativ langen Zeitraum. Das heißt 6 Wochen, 8 Wochen, bis in den September hinein, um zwischen den Grupperstrichen, den klassischen Grupperstrichen, genug Zeit vergehen lassen zu können, in dem das Ausfallgetreide oder das Unkraut aufgeht. Wenn ich jetzt aber eine Zwischenfrucht anbaue und natürlich den Sommer nutzen will, kann am Ende das passieren, dass ich zwar eine Bodenbearbeitung mache, der Zeitraum zu kurz ist und dann beides nur halbherzig passiert. Das heißt, die Zwischenfrucht spät ausgesät wird, die Zwischenfrucht nicht so gut entwickeln kann und das Ziel des Ausfall- und Getreideunterdrückens, das Ziel des Unkrautunterdrückens ebenso unbefriedigend gut funktioniert. Denn Ausfallgetreide unterdrücken und Unkraut unterdrücken kann ich ja mit einer Zwischenfrucht, wenn ich die früh sehe. Und die Struktur, die ich mit der Zwischenfrucht aufbaue, die ist wesentlich besser und die kann kein Grupper dieser Welt schaffen. Tipp Nummer 5 ist, Wirtschaftsdünger in den grünen Bestand zu düngen. Das ist ein Tipp, der vielleicht nicht alle Betriebe betrifft, aber der ganz wichtig ist, glaube ich. Denn wenn man die Möglichkeit hat, das ist ganz klar technisch eine Herausforderung, aber wenn man die Möglichkeit hat, ist es wesentlich sinnvoller, die Zwischenfrucht mit Wirtschaftsdünger in den Bestand zu düngen, denn dann kommt der Dünger direkt zu den Pflanzen bzw. zu den Wurzeln, die diesen Dünger verwerten können und in den Schatten. Es ist das ideale System. Klar, es braucht Technik, klar, es ist eine zusätzliche Überfahrt im Herbst, aber aus meiner Sicht überwiegen auch hier die Vorteile. Deswegen ist das unser Tipp Nummer 5. Also, das waren unsere 5 Tipps für den erfolgreichen Zwischenfruchtanbau. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bis bald.